Hallo bei Tipslisine. Ich möchte heute meine Form, meine Schmetterlingsfrau, mal ganz besonders gestalten. Und zwar ein glitzerndes Highlight. Ja, eigentlich für meine Wand. Meistens landet es dann nicht an meiner Wand, sondern an einer anderen. Aber das ist ja egal. Zumindest möchte ich es jetzt probieren und dazu gieße ich erstmal transparentes Harz in die Form, eine ganz dünne Schicht nur, und danach gestalte ich es. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe jetzt hier die erste Schicht trocknen lassen, habe jetzt noch eine dünne, ganz dünne zweite normale Schicht mit farblosen oder transparenten Epoxidharz reingesetzt. Nun setze ich die Flocken rein. Da möchte ich gerne ganz weiße. Ich weiß, dass die bei schwarzem Untergrund nicht weiß sind, sondern eher ins Lila leuchten, aber ich mache jetzt einfach mal die Seite hier los. Ich mache das wieder im Schnelldurchgang und nehme euch dann wieder mit normal dazu. So, das lasse ich jetzt trocknen, so wie es jetzt ist. Vielleicht hier hinten noch ein bisschen. Und dann brauchen wir jetzt wieder einen Tag und dann könnte man die letzte Schicht machen. Ich hoffe, dass die Flocken an der Seite nicht ganz so nach oben strutzeln, dass ich die Schicht auch noch sauber reinkriege. Gut, probieren wir's. So, der nächste Tag. Meine Form ist sehr voll. Sie schaut jetzt so aus. Also es wird etwas schwierig, das Schwarz gleichmäßig zu verteilen. Also werde ich da nur mit Weiß aufgießen, da transparent und dann mit Epoxidharzfarben einfach ein paar Farbkleckse setzen. Und dann schauen wir, wie es wird. Es wird dann da hinten eher mehr ins Transparente gehen. Könnte mir vorstellen, dass das trotzdem toll aussieht. Wir probieren es einfach aus. Gut. Wir beginnen am Rand mit dem Weiß. Mica-Puder. Es wird sich nicht ganz vermeiden lassen, dass das Weiße und das Farbliche ineinander reinläuft. Also das Weiß wird wahrscheinlich dann nach hier rüberziehen, aber das könnte eventuell auch einen ganz tollen Effekt geben. Schauen wir mal. Wir fangen jetzt einfach an. Nein, das sind alles Versuche. Wird was nix. Schade um das Harz, wenn es nix wird, aber in den meisten Fällen wird es doch zum Schluss ein ganz stimmiges Bild. Oh lala. Die Feinheiten immer, ja. Versuchen wir das ein bisschen einzuteilen. Und um hier dann diese Farbflocken besser zur Geltung bringen zu können, mache ich jetzt da einfach ein paar farbliche Kleckse hinein. So. Sehr, sehr, sehr bunt. Ups. Man sollte sich doch lieber die Zeit nehmen und nicht so. Aber
Ein buntes Durcheinander. Und doch lasse ich es jetzt einfach so trocken und schaue, was dabei rauskommt. Und bis zum Ausformen, dann sehen wir uns wieder. So, hallo meine Lieben, ich bin wieder da. Für mich war es ein Tag, für euch, ja, nix. Aber so schaut das jetzt aus von hinten. Sehr interessant, wenn man wenn man das ein bisschen einfangen kann, wie das Weiß sich nach vorne gezogen hat. Also ich kann mir wirklich jetzt noch gar nichts drunter vorstellen, wie es auf der anderen Seite ausschaut. Ich bin wahnsinnig gespannt. Darf noch ein bisschen vorsichtig sein, da die obere Schicht doch noch nicht ganz so hart ist. Aber ich habe ja wieder keine Geduld, noch einen Tag zu warten. Das geht jetzt gar nicht. Das muss ich jetzt wissen. Und da die untere Schicht ja fest war, kann nicht allzu viel passieren. Sonst würde ich wahrscheinlich doch noch einen Tag warten. So, ich habe es jetzt aus der Form. Schon ein Farbspiel. Und dann schaut das Ganze auf der Seite so aus. Da sind etwas, das kann ich dann noch abfeilen. Wie immer zu voll geworden. Entweder zu leer oder zu voll, aber es ist zu erkennen, diese Flocken. Wir haben hier noch die Reliefs. Die sind jetzt nicht so rausgekommen, wie ich das eigentlich wollte. Also werde ich wahrscheinlich mit Gold noch Akzente setzen, wenn das fertig getrocknet ist. Aber auch so eine tolle Sache. So, ich bin mit meinem Gold- und Silberstift an diesen Erhebungen einfach drüber gegangen. Mehr möchte ich jetzt nicht machen. Es soll doch nicht so übertrieben sein, ja. Und jetzt pinsel ich einfach mit meinem Tauchlack noch einmal darüber. Vielleicht kann ich das jetzt mit der Kamera ein bisschen einfangen. Die behandelten Stellen sind hier, also mit Tauchlack bestrichen. Hier ist noch ein Übergrad. Ups, damit muss ich dann nachfeilen, klar. Und die unbehandelten Stellen, also hier habe ich die Grenze. Man kann es erkennen, dieses Glimmern der Flocken wird durch den Tauchlack noch intensiver. Okay, intensiver. Das lässt sich wahrscheinlich ganz gut hier so sehen. So, fertig. Ich habe noch einmal mit Tauchlack drüber gestrichen, habe die Ränder abgefeilt, begradigt, soweit wie ich konnte. Da darf ich nochmal drüber gehen. Aber man kann es erkennen. Ein Tipp von mir: erst Ränder begradigen, dann Tauchlack drüber. Der feine Staub macht euren Tauchlack sonst eventuell wieder stumpf. Und ihr müsst noch einmal drüber pinseln. Also geht erst mit der Feile ran und dann mit dem Lack. Aber auch so kann man wahrscheinlich jetzt erkennen, wie die Flocken glimmern. Das Farbspiel. Ich bin begeistert, mir gefällt es total, ich hoffe euch auch. Und ich bedanke mich für das Zuschauen, für die Geduld und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.